Hallo, herzlich willkommen bei Kreuzdame, meinem Kanal hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer gemeinsamen Stickzeit. Ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid und gemeinsam mit mir sticken möchtet, aktuell bei Stickzeit Nummer 44. Dazu habe ich mir dieses Projekt ausgesucht. Das Projekt heißt Wild Child. Das ist das Mädchen mit den bunten Haaren. Gekauft habe ich das Muster in dem Shop Cross Stitch for Everyone auf Etsy. Und ja, die junge Dame ist eigentlich schon ein älteres Stickprojekt, denn ich habe sie gestartet im Juni 2023. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, sie ist auch ein sehr großes Projekt, denn sie wird 504 Stiche hoch und 336 Stiche breit. Das entspricht fast 170.000 Kreuzen, also eine beachtliche Größe. Ich sticke sie auf einen 18 Count Aida mit CXC Garn und ja, das Projekt hat 80 Farben. Das letzte Mal habt ihr sie im April, also im Monatsupdate von April gesehen und seitdem ist eigentlich nichts dazugekommen. Deshalb werde ich euch auch kein Vorherbild einblenden, sondern ich zeige euch gleich den aktuellen Stand. Und da ist sie auch schon. Heute mal aus der Nähe betrachtet. Und so sieht sie aktuell aus. Also wie ihr sehen könnt, eine beachtliche Größe. Oh, so, aber jetzt aus der Ferne betrachtet, jetzt kann man doch etwas mehr erkennen. Und ja, so sieht sie aus. Aktuell bin ich bei 60,68%. Das sind schon über 102.000 Kreuze. Also bald habe ich 2/3 geschafft. Und wie ihr seht, sticke ich hier auch Seite für Seite diagonal und innerhalb der Seite sticke ich in 10x10er Blöcken und mit bakenden Fäden. Hier den rechten Rand habe ich schon erreicht und ich habe auch die volle Höhe schon erreicht, denn das ist die linke untere Ecke. Ja, und jetzt möchte ich ein Stück mit euch daran gemeinsam sticken und da sehen wir uns dann gleich in der Nahansicht. Bis gleich! Ja, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder zurück, dieses Mal in der Nahansicht. Ich habe mir mein Projekt jetzt eingespannt in einen Q-Snap und das Ganze hier am Tisch montiert. Und ihr solltet auch wieder den Pattern Keeper eingeblendet sehen. Ja, sollte klappen, soweit ich das beurteilen kann. Und ich habe mir auch schon die erste Farbe markiert und das ist die Farbennummer 718 und auch schon eingefädelt. Ihr seht hier ein Rosaton. Ja, das Projekt hat eigentlich eher wenig Konfetti, aber doch einiges an Farbwechsel. Ja, dann werde ich auch schon loslegen mit dem Loop Start. Also ich hoffe, ihr seht jetzt nicht, wie schmutzig der Stoff schon ist, aber ja, ich habe das Projekt ja schon einige Male in der Hand gehabt und wie gesagt, ich habe es gestartet im Juni 2023, also mittlerweile schon 3 Jahre alt, die Dame. Und ja, dadurch ist der Stoff auch schon etwas schmutzig. Ich sticke ja alle meine Projekte in der Hand, also zwar eingespannt in einem Stickrahmen, aber trotzdem in der Hand und auch wenn die Hände immer gewaschen sind,
wird der Stoff mit der Zeit trotzdem schmutzig. Also man erkennt das. Aber alle meine Projekte erhalten dann zum Abschluss auch ein Bad. Das heißt, sie werden alle gewaschen und erst dann gerahmt oder wie auch immer weiterverarbeitet. Ja, aktuell gibt's ja viele Monatsupdate, was ja auch vollkommen normal ist, denn es ist ja gerade jetzt Monatsanfang beziehungsweise war erst Monatsende. Auch bei mir gab es ja das Monatsupdate zu sehen und da habe ich mir ja dieses Projekt wieder erspielt mit meinem Glücksrad. Also wird es diesmal auch wieder etwas Fortschritt bekommen. Ich hatte es ja doch seit einigen Monaten nicht mehr in der Hand. So, ich muss mich nur auch ein bisschen konzentrieren, also entschuldigt bitte. Ja, zu dem Monatsupdate. Ich schaue die ja total gerne, die Monatsupdate. Das muss ich schon sagen. Ähm, die ganzen verschiedenen Projekte. Nur was ich halt schade finde, ist, zum Monatsende beziehungsweise Monatsanfang gibt es dann immer sehr viele Videos, aber dazwischen ist es dann doch etwas ruhiger und kommen nur sehr wenige Videos. Und manche zeigen ja nur ihre Fortschritte, also da gibt's dann keine Stick mit mir Formate. Und ja, dann gibt's auch noch andere Kanäle, die wieder eher nur Unboxings zeigen. So. Ich versuche das ja eher, ja, abwechslungsreich zu gestalten auf meinem Kanal. Also Freitag wäre ja dann wieder ein Unboxing geplant. Also ich werde euch auf jeden Fall ein Unboxing zeigen am Freitag. Die Sache ist nur welches, denn ich warte noch immer auf mein Kooperationspaket. Und ja, das würde ich euch sehr gerne zeigen. So, ich beende kurz mit dem Pinstitch. So. Und ich schneide vorne meinen Faden ab. Also ich schneide eigentlich meistens meinen Faden vorne ab. Das erleichtert doch einiges, da man das ganze Stickprojekt nicht jedes Mal umdrehen muss, sondern dann auch gleich wieder weiter sticken kann. Und ich denke mir, besonders bei denen, die auch mit einem Stickständer arbeiten, da ist es ja nicht so einfach das Projekt jetzt umzudrehen. Also die werden sicher auch die meisten auf der Vorderseite den Faden vernähen und abschneiden. So, dann markiere ich mir und dann haben wir aktuell 10 Kreuze gestickt von der 718 und die nächste Farbe ist ein, ja, ich würde sagen Altrosaton, die 3836. Ich suche mir wieder den Faden raus und da kann ich schön unten backen dann den Faden. Ihr seht das jetzt im Pattern Keeper, also da ist ein schöner Block zu sticken und wie gesagt, kann man dann wunderbar unten backen, den Faden. Ja, wie gesagt, wo bin ich stehen geblieben? Bei meiner Kooperation. Ja, auf die freue ich mich wirklich schon sehr. Ich bin auch wirklich tatsächlich gespannt, was sich in dem Paket befindet, denn es wurde mir gesagt, dass ich ein Produkt vorstellen darf, dass es ja, das neu in den Shop kommt. Das heißt
es wird wahrscheinlich noch kein Unboxing dazu geben, da es aktuell auch noch nicht im Shop erhältlich ist. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Produkt, was es wird, ob es mir auch gefällt oder auch nicht. Aber ihr werdet ja auch dazu meine Meinung dann hören. Ähm, Aktuell sollte es ja eigentlich morgen ankommen und dann werde ich noch das Video dazu abdrehen. Ich bin ja auch gespannt, wie viel Zoll zu bezahlen ist. Oder ja, eigentlich sollte schon Zoll zu bezahlen sein, denn das Produkt kommt nicht aus der EU. Also von daher wird auf jeden Fall Zoll zu bezahlen sein. Und die Frage ist natürlich auch, wie viel Zoll zu bezahlen ist. Aber das werden wir uns dann gemeinsam in dem Unboxing-Video anschauen. Und ich werde es euch erzählen natürlich, wie viel ich bezahlt habe. Ja, falls das nicht ankommt, das Kooperationspaket, noch vor Freitag, dann werde ich trotzdem euch ein Unboxing zeigen. Also dann gibt es am Freitag trotzdem ein Unboxing, aber das ist dann ein Produkt, das ich mir selbst gekauft habe. Das habe ich schon zu Hause. Also da brauche ich nur mehr dann das Video dazu drehen. So. Ja, das wäre dann der Plan für das nächste Video. Dann habe ich in letzter Zeit auch wieder fleißig an meinem Soul gestickt. Da hat mir ja eine liebe Zuschauerin in den Kommentaren geschrieben. Ich habe ja gefragt, ob jemand weiß, bis wann man den Soul fertiggestellt haben sollte, damit man dann auch ja, die Belohnung erhält. Und diese liebe Zuschauerin hat mir geschrieben, man hat Zeit bis 14. Dezember. Ja, das hat mich dann etwas überrascht, denn eigentlich war ich der Meinung, man hat Zeit bis am 30. Dezember. Und ja, das wirft jetzt meine Pläne etwas durcheinander. Moment. So, ja, stimmt. Ich musste nochmal nachzählen, denn ich war ja, wie gesagt, der Meinung, ich muss bis 30. Dezember fertig werden. Jetzt bis 14. Dezember sieht das Ganze natürlich etwas anders aus, denn dann stimmt meine Rechnung nicht mehr. Ich habe mir damals ausgerechnet, dass ich 242 Kreuze pro Tag sticken sollte. Und dann komme ich ganz gut zurecht, dass ich bis Ende des Jahres fertig bin, also bis 30. Dezember. Jetzt habe ich das Ganze nochmals durchgerechnet und damit ich am 14. Dezember fertig bin, muss ich jetzt 272 Kreuze sticken pro Tag. Also ich habe das jetzt aufgerundet auf 275 Stiche. Und dann sollte sich das ausgehen, dass ich spätestens bis 14. Dezember Mitternacht fertig bin und so dann auch die Belohnung erhalte. Also es ist jetzt doch einiges mehr zu sticken. Ich bin da zwar noch immer recht gut im Rennen, also aktuell bin ich jetzt zwischen 58 und 59%, die ich gestickt habe. Aber ja, es ist noch einiges zu tun und ja,
noch kann ich es schaffen, aber ich werde dann wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Solltag einlegen müssen, hm, denn ich bin wieder etwas im Rückstand. Aktuell, glaube ich, sind es um die 500 Kreuze, die ich im Rückstand bin. Ja, es ist ein ewiges Auf und Ab, mal im Rückstand, mal im Vorsprung. Ja, aber jetzt 275 Stiche pro Tag ist doch dann um einiges mehr, die ich sticken muss an dem Projekt. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich dann wirklich schon froh, wenn ich den Soul abschließen kann. Er gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also das Cottage kommt ja auch wirklich ganz toll raus, aber dieses tägliche Sticken an einem Projekt, also ja, macht nicht wirklich viel Spaß, muss ich sagen. Also da hat meine Motivation schon deutlich gelitten. So, ich streiche ab. Da haben wir doch einige Kreuze jetzt gemacht. Ja, es sind jetzt 21 Kreuze dazugekommen, also aktuell bei 31. Und ich markiere mir das nächste Feld und das ist ein Singlestich, die Farbnummer 3350. Ein, ja, rot-rosa Ton, würde ich sagen. Da ist nur ein einziges Kreuz weit und breit zu sticken. So. Ja, dann läuft ja noch meine Umfrage. Wie ihr wisst, welches Projekt ich als nächstes ansticken soll. Und entweder im ähm, August oder auch erst im September werde ich dieses äh, Bild ansticken. Also zur Wahl stehen ja die Luca S. Kits, zum einen New York und zum anderen Positano. Aktuell haben schon 100 Leute, ich glaube es waren 100 Personen, haben bereits abgestimmt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da so eifrig mitmacht. Das freut mich total. Ich weiß nur wirklich nicht, ob ich es jetzt noch im August ansticken werde oder nicht erst im September, denn wenn mein Kooperationspaket ankommen sollte äh, und ich das Unboxing gemacht habe, dann möchte ich es auch mit euch gemeinsam ansticken und dann wird das auch der Neuanstich für August werden. Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich davon abhängig, ob das Produkt auch ankommt. Ansonsten starten wir mit einem Luca S-Kit. Also wie gesagt, noch läuft die Umfrage. Könnt ihr noch daran teilnehmen, solange, ja, bis ich es ansticke, solange könnt ihr natürlich auch daran teilnehmen. Gut, der Singlestich ist gemacht und ich suche mir die nächste Farbe raus. Das ist 152. Das ist auch so ein rosa Ton. Da gibt's doch ein paar Kreuze wieder mehr zu sticken. So. Ja, dann möchte ich mich generell mal bei allen eigentlich bedanken, bei allen, die so fleißig, ja, meinen Kanal liken, die so fleißig kommentieren, ja, alle, die ein Abo dagelassen haben. Also ich möchte einfach nur mal Danke sagen für eure Aktivität bei mir auf meinem Kanal. Ja, das macht total viel Spaß. Ich lese wirklich die Kommentare total gerne und ich antworte ja auch auf allen Kommentaren. Also danke, danke, danke. Das
sich mein Kanal so entwickelt hat, so wie er jetzt ist. Es macht mir total viel Spaß, die Videos abzudrehen. Es macht mir viel Spaß, meine Projekte zu zeigen, mit euch gemeinsam zu sticken und auch der Austausch, also alles macht mir total viel Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir weiter treu und ja, vielen Dank, dass ihr mit mir den Kanal so aufgebaut habt. Ich habe jetzt auch bemerkt, äh, dass meine Videos auch von euch gehypt werden. Also für denen, der das jetzt nicht kennt, man kann Videos, die einem gefallen und die man weiterempfehlen würde, mit Punkten hypen, also so heißt das. Ähm, und natürlich, wenn ein Video gehypt wird, dann wird es auch anderen vorgeschlagen. Das heißt, man erhöht damit seine Reichweite und ja, dadurch findet man zu neuen Zuschauern und eventuell natürlich auch zu neuen Abonnenten. Ja, mein Monatsupdate wurde auch schon einige Male von euch gehypt und ja, ich danke euch dafür. Also es ist wirklich ein Kompliment für mich, wenn ihr meine Videos auch noch hypt und ja, dadurch werden sie auf YouTube auch öfter ausgespielt. Also auch danke dafür. So, aber jetzt zurück zu meinem Wild Child. Die nächste Farbe ist gestickt, die 152. Ich mache noch den Pin Stitch und schneide dann gleich den Faden ab. Hier gibt's nichts zum Baken, also da in der näheren Umgebung die Farbe nicht mehr vorkommt. So. Das heißt, der Faden kommt wieder auf meine Garnkarte. Ich streiche wieder ab und wir haben 6 Kreuze dazu gestickt. Also das war die 152. Ja, das wird heute ein etwas kürzeres Video werden. Viel gibt es ja nicht zum Erzählen. Hier ist es nach wie vor heiß, heiß, heiß. Also die Temperatur täglich ist über 35 Grad. Wir hatten ja letzten Freitag den Höhepunkt mit 40,3 Grad, also unglaublich heiß. Ja, wie gesagt, jetzt hat es sich so um die 35 Grad eingependelt und es soll auf jeden Fall diese Woche auch noch so bleiben. Also so heiß bis zum Wochenende und danach etwas, ja, kühler werden. Gut, ich sticke schon die nächste Farbe und das ist Farbnummer 917, also dieses knallige Pink würde ich sagen. Ja, es ist ein Pinkton. Und da sind 4 Kreuze zu sticken. Und auch diesen Faden kann ich nicht baken. Das heißt, auch der wird abgeschnitten und kommt retour auf die Garnkarte. So. Auch dann markieren wir, also streichen ab, 4 Kreuze, aktuell 42 Kreuze gestickt und auch der kommt retour auf die Garnkarte, das ist die 917 gewesen.
So, ja, dann hätte ich auch noch, Pakete für ein Unboxing zu Hause noch von Painting Fairy. Die liegen auch schon länger zu Hause, also auch da wäre wieder einmal ein Unboxing fällig. Das sind aber auch schon ältere Kooperationspakete. Ich habe aktuell, keine Kooperation mit Painting Fairy, ja, abgeschlossen, würde ich sagen. Was einfach daran liegt, ich nicht weiß, ja, wie das mit dem Zoll funktioniert, wenn das Paket aus China kommt und es sollte ja aktuell, pro Artikel werden 3 € Zoll verrechnet. Ähm, ja, wie gesagt, da weiß ich noch nicht, wie das, mit den Produkten aus China funktioniert. Ich habe da auch, hier auf YouTube noch nichts dazu gehört. Vielleicht hat ja auch jemand von euch dazu Erfahrung, ähm, denn ich habe ein bisschen im Internet nachgelesen und da wird auch geschrieben, dass manche Shops, das mitrechnen. Das heißt, dass man nicht extra noch, Zoll zahlen muss. Aber ich habe da keine Ahnung, wie das bei Painting Fairy, funktioniert, ob man dann auch noch extra Zoll bezahlen muss. Aber ja, wenn ihr dazu Erfahrung habt, bitte schreibt mir das gern in die Kommentare. Wie gesagt, aktuell habe ich keine laufende Kooperation, da mir, ja, das mit dem Zoll noch unklar ist, wie das funktioniert bei den Produkten aus China. Aber ich habe noch ein paar ältere Pakete zu Hause, die habe ich noch nicht mit euch ausgepackt, also die werdet ihr auch im Laufe der nächsten Zeit dann, ja, sehen. Ja, wenn dann jetzt mein erwartetes, Kooperationspaket, also es ist nicht von Painting Fairy, ankommt, dann weiß ich vielleicht mehr, wie das mit dem Zoll funktioniert, ja, was da zu bezahlen ist oder auch nicht. Weil ich finde 3 € pro Artikel, natürlich abhängig vom Artikel, ist dann schon sehr teuer. Überhaupt, wenn der Artikel, ich sage jetzt so als Beispiel, ja, einen Wert hat von 10 € und man dann auch noch 3 € Zoll zahlen muss, also dann finde ich das schon sehr teuer. Ich finde, das sollte man dann doch abhängig machen, auch vom Wert des Artikels. Aber ja, gut, das kann man jetzt nicht beeinflussen. Aber ich habe euch ja gezeigt bei meiner Bestellung von Luca S. Also habe ich euch ja gezeigt, wie viel ich noch extra zahlen musste. Und das waren dann fast 20 € für die 2 Bilder, die ich erhalten habe. Also ja, ich finde, das ist dann, für den wahren Wert doch eindeutig zu viel. So, ich backe wieder und aktuell 49 Kreuze gestickt. Dann markiere ich mir das nächste Symbol und das ist die 3837. Das ist nur ein Kreuz zu sticken, aber da kann ich wunderbar im Feld darunter backen und das werde ich auch so machen. So, das ist ein kräftiger Lilaton. Ich zeige euch mal in der Kamera. Ja, ja, ein kräftiger Lilaton. Also die Farben hier an dem Bild sind ja wirklich toll. Also
viele knallige Farben und ein sehr, sehr buntes Bild. Also das macht dann auch Spaß, daran zu sticken. Überhaupt, da ich jetzt erst vor kurzem am Black Hat gestickt habe, also wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr, was damit gemeint ist, nämlich das Schwarz-Weiß Motiv, der Black Hat, also die Dame mit dem schwarzen Hut. Und da ist als Kontrast jetzt dieses bunte Bild natürlich, ja, es macht richtig Spaß, daran zu sticken. So, jetzt habe ich ausgefädelt. So, aber schon wieder eingefädelt. Und ich backe gleich im Feld darunter. So. Ja, und wieder ein Kreuz, das heißt, wir sind bei 50 Kreuzen. Die nächste Farbe ist die 3750, ein Blauton, dunkles Blau. Und auch da kann man ausgezeichnet im Feld darunter parken. Ja, auch dann nach dem Video werde ich auch noch an dem Projekt selbst weiter sticken, denn ich möchte, dass es dieses Mal doch einiges an Fortschritt erhält. Also ich werde es nicht schaffen, diese Seite fertigzustellen, aber ja, ich möchte es, wenn es geht, doch 1000 Kreuze dieses Monat daran sticken. Und dann habe ich ja auch noch andere Projekte erdreht. Also am Black Hat habe ich schon gestickt, an den anderen Projekten noch nicht. Und insgesamt sind es ja jedes Mal 8 Projekte, plus natürlich der Heaven and Earth Soul. Ja, der muss gestickt werden, denn sonst werde ich es nicht schaffen, ihn bis am 14. Dezember zu beenden. Ja, also ein bisschen muss ich noch durchhalten, ein paar Monate. Und wie ich schon öfters gesagt habe, nächstes Jahr gibt es definitiv keinen Heaven and Earth Soul. Also ja, also falls ich doch einen sticken sollte, dann aber ohne Zeitzwang, das heißt nur ganz gemütlich, aber nicht so, dass ich ihn innerhalb eines Jahres beende. So, nächste Farbnummer, ein Grünton, die 3363. Ja, ein Grünton. Hier ist nur ein Kreuz zu sticken, aber ich kann wieder wunderbar im Feld darunter backen. Ausgezeichnet. Und ja, dann haben wir fast das 100er Kreuzchen, das 100er Feld beendet. Also 100 Kreuze. Ja, gestickt haben wir davon aber bis jetzt nur 54, denn das Feld war schon angefangen. Und dann werde ich im Feld rechts daneben weiter sticken. So, die 3363. So, und auch geparkt im Feld darunter. Und dann fehlt noch ein Kreuz. Und auch da kann ich wunderbar im Feld darunter parken. Das ist die 3727. Und dann werde ich das Video auch beenden. Wir haben eine halbe Stunde auf jeden Fall, also schon mehr als eine halbe Stunde. Und für ein gemeinsames Stickzeitvideo reicht das aus. Also, dass ihr hier ein bisschen dabei sein konntet und ich ein bisschen erzählen konnte.
So, das letzte Kreuz. Und auch hier packe ich im Feld darunter. Das heißt, wir haben aktuell 56 Kreuze gemeinsam gestickt. Ihr seht, das 100er Feld ist fertig und es geht dann hier rechts weiter. Da werde ich, wie gesagt, alleine weiter sticken. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Ja, wenn ihr etwas wisst zu dem Thema Zollgebühren aus China, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten, wir sehen uns am Freitag wieder zu einem Unboxing und ich hoffe natürlich, dass ihr auch mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!